Hallo alle! Heute werden wir eine einfache Version des Zollformulars, das man ausfüllen muss, wenn man von Deutschland nach den USA fliegt. Es gibt dieses Formular natürlich auch auf Englisch, aber es hat viele wichtige Wörter, die man auch oft auf anderen Formularen findet. In diesem Video werden wir uns mit den wichtigsten Wörtern beschäftigen und am Mittwoch mit den Kleingedrückten. Familienname, Antrim. Vorname oder Rufname, Levi. Vorname ist der Name, der vor allen anderen Namen steht, also vor dem Zweitnamen oder Mittelnamen und deinem Nachnamen oder Familiennamen. Rufname bedeutet, dass dieser Name am häufigsten verwendet wird, wenn du gerufen oder angesprochen wirst, vor allem in der Familie oder unter Freunden. Vorname und Rufname beschreiben dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven. Mittelname, Alan. Geburtsdatum, Monat 11, Tag 15, Jahr 86. Normalerweise wird ein Datum in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr geschrieben, aber da dieses Formular aus Amerika stammt, steht es so wie in Amerika. Anzahl der mit ihnen reisenden Familienmitglieder, 2. Es ist nicht wirklich wichtig, alle Wörter hier zu erkennen. Es gibt 2 wichtige Wörter, Anzahl und Familienmitglieder. Das sagt alles, was wir wissen müssen. Wie viele Familienmitglieder hast du mit dir? Diese Nummer soll in die Lücke geschrieben werden. Straße und Hausnummer in den USA, Name des Hotels oder Reiseziel. 6161 Center Grove Road. Sie werden dich nicht folgen, aber sie wollen einfach nur wissen, dass du nicht zu einem Terrorist fährst. Stadt, Edwardsville. Bundesstaat, Illinois. Reisepass ausgestellt durch Land, USA. Sie wollen wissen, welches Land deinen Reisepass ausgestellt hat. Schreib einfach, was auf deinem Reisepass geschrieben steht. Nummer des Reisepasses. Auf der Seite deines Reisepasses, wo es dein Foto gibt, gibt es auch eine große Nummer. Diese Nummer soll hier geschrieben werden, aber ich tue das nicht, denn das könnte gefährlich sein. Wir sind ja hier im Internet. Land des Wohnortes. USA. Wo wohnst du? Schreib das hier. Im Rahmen dieser Reise besuchte Länder vor der Ankunft in den USA. Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalien und Jemen. Wo warst du gerade bevor du nach den USA gereist bist? Fluggesellschaft oder Flugnummer oder Name des Schiffes. Lufthansa LX 963. Wenn du schon ein Flugticket hast, kannst du darauf die Flugnummer finden. Diese Flugnummer schreibst du hier hin. Wenn man mit einem Schiff von Deutschland nach den USA reist, muss man dieses Formular auch ausfüllen. Aber du wirst wahrscheinlich viel Zeit dafür auf dem Schiff haben. Und jetzt Ja-Nein-Fragen. Der Hauptzweck dieser Reise ist geschäftlich. Nein. Wenn man einfach in den Urlaub reist, sollte man hier Nein antworten, denn geschäftlich heißt, dass du arbeiten musst. Ich führe oder wir führen mit. Obst, Gemüse, Pflanzen, Samen, Lebensmittel, Insekten? Nein. Die Regierung der USA will wissen, ob du etwas mitbringst, das gefährlich für die USA sein könnte. Manche Früchte, Gemüse, Pflanzen und Lebensmittel können gefährlich sein, denn sie können hier wachsen und sich verbreiten. Wenn diese Pflanzen zu weit verbreitet werden, können andere Pflanzen, die wir brauchen, aussterben. Wenn du nichts von diesen Dingen in die USA einführen willst, dann antworte mit Nein, ansonsten mit Ja. Fleisch, Tiere, Tier- oder Wildtierprodukte. Ja. Im Juni war ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Schweiz habe ich etwas Fleisch für meinen Vater gekauft. Ich musste hier Ja antworten. Krankheitserreger, Zellkulturen, Schnecken. Nein. Hoffentlich ist die Antwort hier Nein. Wenn du Ja antwortest, wirst du wahrscheinlich viele andere Fragen beantworten müssen. Erde oder ich war oder wir waren auf einem Bauernhof, einer Ranch,
einer Viehweide? Ja oder nein? Für diese Frage ist es nicht so schlimm, wenn man Ja antwortet. Ich habe Freunde in Deutschland, die einen Bauernhof besitzen. Wenn ich sie besuche, werde ich wahrscheinlich etwas Erde auf meinen Schuhen haben. Diese Frage ist hier, um sicher zu sein, dass du keine Pflanzen auf deinen Schuhen hast, die in den USA gefährlich für die einheimischen Pflanzen und Tiere sein können. Ich war oder wir waren in nächster Nähe von Vieh, wie zum Beispiel Vieh angefasst oder damit umgegangen. Der Grund hier ist derselbe wie mit den anderen Fragen. Man sollte normalerweise hier auch Nein antworten. Ich führe oder wir führen mit mehr als $10.000 an US- oder gleichwertiger Auslandswährung oder Zahlungsmittel mit. Siehe Definition von Zahlungsmitteln auf der Rückseite. Wenn du wirklich so viel Geld mit dabei hast, solltest du hier Ja antworten, aber dann wirst du wahrscheinlich ein paar andere komische Fragen beantworten müssen. Ich habe oder wir haben kommerzielle Handelsgüter dabei. Verkaufsgegenstände, Muster zum Anwerben von Aufträgen oder Waren, die nicht als persönliche Gegenstände angesehen werden. Wenn man eine Geschäftsreise macht, wird man wahrscheinlich so etwas mit dabei haben, aber normalerweise wird man hier auch Nein antworten. US-Bürger. Der Gesamtwert sämtlicher Waren, einschließlich kommerzielle Handelsgüter, die ich oder wir im Ausland gekauft oder erworben habe oder haben, einschließlich Geschenke für jemanden, ausschließlich Gegenstände, die in die USA versandt wurden und die ich oder wir in die USA einführe oder einführen, beträgt. Du solltest diese Frage nur beantworten, wenn du ein US-Bürger bist. Was hast du in den anderen Ländern gekauft? Wie viel kostet das alles insgesamt? Schreib diese Nummer darin. Besuche. Der Gesamtwert sämtlicher Gegenstände, die in den USA verbleiben werden, einschließlich kommerzielle Handelsgüter, beträgt. Wenn du in den USA nur zu Besuch bist, solltest du diese Frage beantworten. Hast du etwas mitgebracht, das in den USA bleiben wird? Schreib das Kosten davon in diese Lücke. Ich habe die wichtigen Informationen auf der Rückseite dieses Formulars gelesen und habe eine wahrheitsgetreue Erklärung abgegeben. Man sollte hier unterschreiben, um zu sagen, dass du alles wahrheitsgemäß ausgeführt hast. Beschreibung von Gegenständen. Die Liste kann auf einem weiteren CBP-Formular 6059b fortgesetzt werden. Was hast du mitgebracht, das in den USA bleiben wird? Beschreibe das hier. Wert. Wie viel kosten diese Sachen? Schreib diese Zahl hier. Nur zum Gebrauch des Zoll- und Grenzschutzes. Schreib hier nichts. Das ist nur für die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes. Insgesamt. Alles zusammen kostet? Wie man sieht, sind die meisten dieser Fragen nicht so wichtig. Man antwortet einfach Nein so oft wie möglich, aber man sollte auch versuchen, wahrheitsgemäß zu antworten. Wenn man das gemacht hat, wird alles in Ordnung sein und du kannst deinen Besuch in den USA genießen.